Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Reaktionsrunde bei Rocket Beans. Wir hatten gerade die Kino Plus Aufzeichnung und haben dementsprechend jetzt erst die Zeit, uns den neuen Trailer oder den ersten Teaser zu Star Wars Rogue One anzuschauen. Und wir müssen jetzt noch auf den Krogmann warten, der will nämlich auch, glaube ich, mitgucken. Oder? Krogmann, jetzt komm doch mal her! Krogmann! Der hat sich vorhin beschwert, der Eddie soll nicht immer so schreien. Wer hat sich beschwert? Der Krogmann. Was? Alter, ich bums den nicht. Oh, ja, komm! Da ist er. So, guck mal. Nee, da bist du nicht drin, du musst hier vor. Krogi. Warte, du musst hier vor. So, Eddie, drück mal auf die erste Aufnahme. Nicht die gewohnte Position gucken. Auf die Plätze, Achtung. Und dann richtig hinsetzen. Okay, und wir starten in, weiß ich nicht, starten wir in 3, 2, 1, auf die gefühlte 0 und los! State your name for the record. Jyn Erso. Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest. On your own from the age of 15. Reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. Entweder dies kein Stück. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Alter. Is that clear? Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight? What will you become? Ich hab ein Gesichtskribbeln. Ja, ich hab Gänsehaut auf jeden Fall. Das ist gut, ey, das ist gut. Das war. Ey, Alter, das war echt gut, Mann. Ja. Das war eigentlich, bin ich der Erste, der es sagt, oder war besser als was, oder? Was ich so... Ja, nee, komm, wir sagen's. Also das war jetzt, also so rein atmotechnisch war Ja. das besser als Das hat vor allen Dingen endlich mal ein bisschen was gehabt, worauf man, also, wisst ihr, wie ich Was du meine? noch nicht hattest, Ja. das ist halt was Neues. Es war nicht einfach nur ein Rehash von irgendwas, was man Nein. eh schon in einer anderen Variante kennt, sondern es war, Alter, die 80s da. Ja. Das ist aber was, das habe ich mir vorher gedacht. So, du hast zwar vorher dieses erweiterte Universum gehabt, was jetzt ja nicht mehr zählt, aber du siehst jetzt ja zum ersten Mal auf der Leinwand etwas außerhalb von Jedi-Rittern und der gewohnten Story, sondern was komplett Neues eigentlich. Was war das? Was war das? Eine Unterführung? Eine U-Bahn-Station? Eine Empire-U-Bahn-Station war das. Imperiums. Oder auch, sie hatten so direkt das Cis-Logo hier Bahnhof. gehabt, ne? Zum Schluss hier. Wir müssen gleich nochmal schauen. Nein, sie waren TIE Fighter-Pilot. Ja, Rogue One halt, sie ist halt. Ja. Rogue, was ist das noch? Was heißt es? Überläufer, ne? Also. Alter. Und auch Going und auch Rogue heißt hier, ja eigentlich. Wie heißt die Admiralin da? Also ich meine, ehrlich, die ist ja keinen Tag gealtert, oder? Moff Tarkin. Nee, Moff Tarkin war ja links. Also, das ist ja von Todesstern. Ich rede jetzt von der Rebelle. heißt Ja, die wahrscheinlich ist sie aber das CGI-Gesicht, oder? Oder War ist sie sie wirklich. CGI-Gesicht oder war sie das Ich weiß wirklich? nicht. Aber ey, Alter, das war jetzt Atmosphäre. Wenn sie es wirklich waren, müssen wir ihr einen Brief schreiben und sagen, ey. Okay. Nicht gealtert, geil. Einfach auf Leertaste. Ja. Einmal noch. Go. Auch mit dem Piano-Klängen, ey, geil, geil. State your name for the record. Jyn Erso. Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting Ach, arrest. der TIE Fighter da hinten. Das ist On your TIE own from the X-Wing. age of 15. Hier, sieh, ich meine, nicht mal ehrlich. Reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? Auch die alten Dinger wieder, die I alten rebel. Rüstungen. Ja. Hier, ich meine, guck mal, die sieht doch echt Oder kein ist, Tag das, älter oder aus. ist das überhaupt die gleiche? Also, das We muss doch have die a gleiche mission sein, for oder? you. Viele Das brutale. find ich geil. Das Das ist ist geil, halt das ist der Hammer. Hammer, Is ey. imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. Und Ben Mendelsohn finde ich auch ziemlich cool hier. Das ist ja auch krass. Hammer.
War da Boba Fett? Will you do when they catch you? Der Roboter, habt ihr gesehen? Ja. Wer ist das? If you continue to Wer fight, ist der Kutte? Das ist der Hammer, Alter. what will you Da. become? Ja, das ist Imperium. Das ist hier Imperiums. Das ist Die Imperium, Flotte. ja. Die TIE Fighter. Alter, Vater, Darf ich nochmal zu einzelnen Szenen kurz? Ja. Ja, bitte. Ich will nochmal hier. Schon wieder Gänsehaut. Ey, cool, Mann. Cool. Guck mal, Wieso wird das immer dunkel, wenn man Ja, das weil es Haus dieser macht? komische Media Player ist. das ist die doch, oder nicht? Schwer. Ey, aber auch dieser rough, dirty Look irgendwie, der so ein bisschen so nicht dokumentarisch, aber so beobachtend irgendwie dabei ist. Die Sets Der sehen geil hat halt aus. so ein Die bisschen das Sets sehen Flair echt von geil aus. das so denn dieses wo? Hurt Locker-mäßige, dass du Ja, so einen ja, Film, genau. so einen Film im Star Wars-Universum bekommst. Ja, und dann diese Tröte, ne? Das ist natürlich echt. Hammer. Halt auch, aber auch wieder viel echte Sets, viel Ey, echte Hammer. Ja, genau, Explosionen. deswegen, wann und wo haben die das bitte aufgenommen bei so vielen echten Sets? Ey, das ist. Warum kann man. Weil das ist irgendwie ja super großartige nervig. Bilder dazu gab es nicht. Nee, aber da hat aber auch kaum einer drüber geredet halt, ne? Guck mal, da war doch. Hier und er ist aber auch cool, So ne? Dieser Dark silberne- Trooper wieder, ja. Was Weil meinst die alten Helme halt, Ja. ne? Ja. Also alten. Die alten Helme, also die Was alten, ist denn das hier? vielleicht ein Kopfgeldjäger auch. Ja, das sieht so ein eben. Das bisschen- sieht aus wie der Raketenrucksack von Boba Fett. Seht ihr es? Aber guck mal, der Ja. hat aber auch so ein bisschen so ein Outfit wie einer, der mal bei Jabba the Hutt im Palast praktisch war. So, weißt du, Ja, diesen- aber der hat Nee, die aber Arme der- auch mit offen. dem- Also es könnte Kopfgeldjäger Ja. sein. Nee, aber das war ein dann anderer, nicht das war der, der Bomber. dahinter steht. What will you do when Aber was macht Donnie Yen mit einem richtigen Schwert? Hier. Ja, 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 Droids, Roboter. die alten Droids. die alten ne? Droids aus Ja. Teil 1 bis 3, ja. Wahrscheinlich neu Ey, programmiert das oder ist so. der Berliner Bahnhof. Könnte tatsächlich sein, ne? what will you do if they break you? Das war auch. Wer ist denn er hier? Also Ja, das sind wer auf jeden ist Fall das? die Aber hört ihr, das ist doch doch so ein leises Darth Vader Schnauben, oder? Er müsste ja eigentlich Jetzt? auftauchen. Oder was? Ja, hört man doch, so ein leises In Darth Vader in Schnauben. welcher Zeitlinie spielt das denn? Ja. Ich hör's Ja, nicht. du hast recht. Ja. Aber Darth Vader trägt keine Kapuze. Aber es wurde nicht gesagt, dass Darth Vader eine Rolle spielt in dem Film? Angeblich soll er, ja. Ey, und das ist halt. Das ist der Hammer. Shit. Das ist der Shit. Das ist eine Szene, wie ich sie auch bei Episode 5 liebe. Aber wie muss man das jetzt verstehen? Sie ist übergewechselt zu den Bösen? Vielleicht- Oder war sie von Anfang an Sie- von den sie Bösen, war- hat sich eingeschleust Also die bei den Story, Rebellen? die Story ist doch, wie sie die Pläne vom Todesstern Baupläne, bekommen. ja. Das heißt, sie war am Anfang, das hat man ja im Intro gehört, sie ist praktisch irgendwie... Ich glaube, die Sie wurde- Rebellen haben sie gefangen genommen. Genau, oder? die Rebellen haben sie gefangen genommen. wo sie irgendwas geklaut hat. Und sie benutzen sie jetzt praktisch, um an das die Pläne Imperium zu zu kommen. infiltrieren. Sie wird dann wohl ein TIE Fighter Pilot, um eben die Pläne vom Todesstern zu besorgen. In welchem Zeitrahmen spielt das dann? Spielt das dann zwischen 3 und 4? Ja. Genau. Oh, das ist ja genau in der spannendsten, wo dann die Klonkriege vorbei sind, ne? Und das Imperium das sozusagen am Imperium- Höhepunkt. das Imperium am Höhepunkt. Vader ist am Start, also Vader ist da. Er ist Vader die- muss da Vader sein. ist neu. Vader ist der neue Chef. Genau, er ist auf jeden Fall. Da müsste also den Imperator, der ist da, der Da gab's Wobei ja auch den, neu relatives zwischen 3 und 4 sind ja. Paar Wie Jahre. alt ist Luke? Bei 4, Anfang. 16. Ist gerade ein bisschen am Ende älter, von oder? 3 geboren. Das Worden. heißt, 13 Jahre sind da schon zwischen. Genau, da wird er so. mehr noch. Ich meine, 40 war Luke sein. denn im ersten? Ja, 15 bis 20 Jahre. 15 bis 20 Jahre. Und da muss man gucken, wo das dann in den Jahren angesiedelt wird. Ne? Aber es Weil eigentlich das Imperium müsste da schon, Ja gut, der Todesstern ist da ja schon komplett fertig gebaut, genau. muss zumindest es in den ja- letzten Zügen, das muss dann sozusagen kurz vor, Sie setzen die Laserscheibe ein. kurz vor Höhepunkt. Ne? Richtig geil, oder? Und dann halt der alte Sternzerstörer davor und du siehst nochmal so schöne Mehrere Dimensionen. Sternzerstörer. Mehrere zerstören. Ja. Hammer, ey. Ey, und dann auf so einem schönen, was weiß ich, Omaha Beach Strand da irgendwie Ja, genau. die Ads zu haben. Boah, Hammer. Also ich meine, ich war davor relativ relaxed und ohne Erwartungshaltung, aber jetzt habe ich sowas von Bock. Das ist ja ein richtiger Star Wars Film. Das ist ja nicht Ich hab einfach damit irgendwie nicht Karawane gerechnet. der Tapferen oder so ein Scheiß. sondern das ist Ey, ja ich habe damit nicht gerechnet. ernsthaft. Mann, Alter, habe ich jetzt Bock da drauf. Ja, und das jetzt jedes Jahr. Fantastisch. Ja, fantastisch. Ich hoffe, euch hat es da draußen auch so gut gefallen wie uns. Skin! Wollen wir nochmal gucken? Ja, bitte. Ja, mach Okay, komm. alles klar. Oh, guck mal, Grumpy Old Jedi recht. Der Film ist besser I'm not als in this meiner. movie. Mach die. Die Musik, ey. State your name for the record. Diese beknackten Helme. Das ist so geil.
Forgery of Imperial Documents. Guck mal, die Roboter im Hintergrund. Diese Müllkästen. Ja. Aber sind das die McQuarrie X-Wings oder sind das die aus dem... Ich glaube nicht. Also das sind die McQuarrie. Die alten. Ja. This is Das sind die alten, ja. Das ist Rebellion, isn't it? Also sie hat keine Ahnung davon. Genau. I rebel. Ja. Nein, sie meint so, ja, das sind doch die Band und nicht so von wegen, weil das ist das, was sie macht. Ja. Ach, oder sie ist Freiwillige und wird dann da quasi eingestellt. Ja gut, kann natürlich auch Nee, sein. die haben sie doch hier gecaptured am Anfang. Das ist so geil. Diese Größenverhältnisse. Is that clear? Yes, sir. Das, Ey. Das ist der Godzilla-Regisseur, ne? Ja. stimmt, Gareth Gareth Edwards. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Aber auch ihr Bitte, Outfit bitte. eben war geil, dieses Han Solo-mäßige mit der Jacke und so. Das ist schon. What will you do if they break you? If you continue to fight, Das muss what will you become? Das ist auch eine geile Szene einfach. Holy shit. Wer kann in der schwarzen Kutte sein? Das ist einer von diesen Söldnern, die doch da Achso, du meinst jetzt der Vielleicht, aber niederkriegt, weißt ja. du nicht, vielleicht ist es ja irgendein Ja, oder Sith es ist- Lord es oder ist- der Imperator. Ja, oder oder Heißt das das, ist der Imperator, die ne? Spartans? Ne, wie heißen die nochmal da? Diese, Wird da vielleicht erzählt, dass der Imperator vor Snoke kniet oder sowas? Du meinst Dass hier Snoke diese, eingeführt wird damit? wo man auch bei Episode 7 ja, dachte, genau, dass die dass sind. das Banner sieht. Wie heißt die nochmal? Nicht die Spartans, ich komme jetzt nicht fucking drauf. Die halt allgemein so diese Söldnertruppe sind, weil es waren ja einige davon zu sehen. Vielleicht war Ja, das ich deren weiß, Heimatplanet oder so. Aber ich meine, das sind die Red Guards, die Ja. Imperial Guards, die normalerweise den Imperator bewachen. Ne? Das kann auch. Von dem wir ja wissen, dass sie nichts drauf haben. So, Aber war vielleicht der Imperator, der zu sehen ist mit der aber Kutte. das war viel zu jung und dynamisch. Ja, und viel zu breit, viel zu groß. Ja, war es vielleicht der junge Darth Vader? Aber Nee, Darth dabei Vader hat nicht- mit hat- Kapuze. Ja, Aber der in, Rüstung. aber in Episode 3 hat er ja schon den Helm und alles. Also, Ja, du weißt, vielleicht ist es aber auch ein neuer Sith oder das irgendjemand, kann ich mir was nicht du vorstellen. jetzt noch nicht weißt. Eigentlich gibt es immer nur Zwei. den zwei. Es gibt immer den Meister und den Schüler. Und nicht mehr und nicht weniger, das heißt es ja so. Ne? Also, aber was mir richtig gut gefällt, war jetzt, und auch wenn er nur diese 2 Sekunden Es zu sehen könnte war, Kylo Ren sein. Nee, das ist zu jung. Das ist, Wieso? 20 Jahre, haben wir gesagt? ja, nach Teil 3. Nach Teil 3, nicht Teil nach drei. Teil Vor 7. 4. Ja. Ach so. vor 4, das spielt Ja. ja zwischen 3 und 4 du spielt denkst, es. du denkst Ich habe nach Jedi gedacht, Ja. okay, nee, da hätten es sie ja die- schon mal. Da kannten die sich noch nicht. Nee, das stimmt. Ja, das ist Quatsch. Kylo Ren kann es nicht sein. Aber wie heißen denn nochmal diese Söldnertruppen da, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ey. Ich hab's sogar Ich gespielt. hätte jetzt fast, ich dachte, es könnte ein Inquisitor sein. Irgendwas dachte mit ich, aber- M. Ich finde es noch heraus. Wer kriegt denn eine Audienz beim Imperator? Das kriegt ja auch nicht jeder. Also. Und wenn Vader wirklich eine Kapuze einfach mal trägt? Das kann natürlich auch sein. Weil es hieß ja schon, der Aber Kostümbildner hat ja gesagt, sie werden sich so ein bisschen ein paar neue also sie werden sich an das alte Kostüm orientieren, aber sie werden ihm so 1, 2 neue Elemente Du verleihen. meinst, dass er über seiner Rüstung halt nochmal so eine Sith-Robe trägt. Ja, so wie halt Kylo Ren das ja auch trägt. Continue to Ja. Kylo Ren hat ja auch eine Kapuze über seinen Also es könnte tatsächlich Darth Vader sein. Ne? Und was kniet er? Vor wem kniet er da? Ja, was ist das? Vielleicht irgendeine Hologrammtechnik. Oder vielleicht so eine Aufbewahrungsröhre für den Imperator, damit er Frisch bleibt. frisch bleibt. So eine Kryokapsel, oder? Es kann sein, dass wen könnte er denn. Es könnte sein, dass da irgendjemand da rauskommt. Die heißen echt Spartans, das sind die Mandalorianer heißen die. Das sind die immer diese ganzen Söldnertruppen und so, weil die sind ja auch häufiger zu sehen. Mandalorian. Genau, die Mandalorians sind es. Die sind Hier. ja auch häufiger zu sehen da, die. Ey, auch wenn er jetzt wirklich nur kurz zu sehen ist, ne? Ben Mendelsohn, finde ich, kommt sau gut rüber. Und ich denke mal, er ist Moff Tarkin, oder? Hier, er Die da. ganzen Leichen, die da liegen. könnte ey. sein. Das ist Hammer. Das hat schon sowas. So Ey, und wenn der Typ, ne? Wenn der einen Bösewicht spielt, dann ist der teilweise so fucking scary und so unheimlich und so unangenehm. Also ich erinnere nur an Animal Kingdom. Ja, Man hört das auch sind- das Darth Vader Ja, röcheln, ne? da hört man es ein bisschen. Das ist vielleicht bestimmt kommt das Vader. hier. bei Es den könnte auch Boxen sein, dass raus. Darth Vader da rauskommt, weil er quasi irgendwie nach der Fertigstellung von sich irgendwie, Ja. was weiß ich, und er ist irgendjemand, der. Wer ist denn. Das könnte. Oder Vader kommt aus dem Ding da raus. Ja, das meine ich ja. Das könnte sein. Vader kommt raus und wird von irgendeinem. Empfang, ja. Irgendein Handlanger von Vader. Es könnte Moff Tarkin sein oder irgendein Stimmt, anderer. was du ja nicht auch weißt, es könnte ja natürlich auch sein, dass Vader irgendwie noch
noch einen Auszubildenden vielleicht in irgendeiner Art und Weise oder einen Beißt sich mit der bisherigen Logik. Ne? Naja, aber aber es muss ja das muss ja einfach, nicht. es muss ja nicht sein Schüler oder Apprentice sein, aber halt irgendeine rechte Hand von ihm, der eben sagt, ey, wir haben es wieder verbockt. Also so wie immer. Wie immer. Es gibt auf jeden Fall genug zu spekulieren. Also Okay, hier auch ein Mandalorianer hier. Geil, Ne? geil, Ich glaube, geil. die marschieren da wirklich auf den Planeten ein. Und du siehst ja auch zwischendurch da diese ganzen Spartans heißen die ja, die dann da kämpfen. Du siehst ja auch diese eine Szene, wo der eine mit den längeren Haaren da aus diesem Bunker rausgerannt kommt. Da, weil die, Das sind die Bounty Hunter dann. ja, das sind die Mandalorians, wie es da steht. Das Aber sind die. Das aber heißt, dieser Bunker ist doch bestimmt der Rebellenstützpunkt. Der wird Ja. doch bestimmt dann von den AT-ATs angegriffen. Also so ist mein Eindruck jetzt. Weil es gab 2 Szenen, wo die aus dem Ding rausrennen. zeig und mal irgendwie- die Szene da, wo die da rausrennen. Das sind ja auch so diese typische. Das hier. Nee, weiter. Mit den AT-ATs, meinst Mit dem AT-ATs davor. Da, genau. Da siehst du wieder so einen. Jetzt, Achtung. Ja. Ne? Aber das ist doch auch einer der Hauptcharaktere, oder nicht? Ja. Der war doch auf diesem einen Gruppenbild. Ja. Und da sind halt einige davon. Die haben alle so Rüstung an. Siehst du das? Boah, stell dir mal vor, die machen so wirklich Dogfight mit den AT-ATs. Weißt du, sie versuchen halt irgendwie ranzukommen und dann. Geil. Okay, Das ey, ist Leute. aber auch das, Ja. worauf man sich seit Shadow of the Empire auf dem Hammer. N64 gefreut Hammer, hat. Hammer, Hammer. Super gut, das freut uns alle sehr. Jetzt geht's weiter mit Colin und Kingsfield. Kingsfield, oh ja, endlich wieder. Wir sind erstmal raus, heute Abend 20:15 Uhr, Kino Plus, da reden wir auf jeden Fall nicht über Rogue One. Tschüss. Macht's gut. Tschö.